So, willkommen in der Lausitz. Wir sind hier für einen Pre-Event-Test für die 2023 Lausitz Rallye. Dieser mit 2 Autos am Start. Unser Team macht erstmals 2 Autos bei der Rallye, eben mein Auto und das von einem Kunden. Für alle hier ein großer Einsatz, viel Arbeit, aber gleichzeitig macht es eine Menge Spaß. Wetter heute ist ein bisschen durchwachsen. Wir haben heute Morgen ein bisschen Regen gehabt und zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Regen. Was uns aber nicht abhält, das sind eigentlich perfekte Bedingungen für die Rallye, weil es ja auch immer am Regnen ist. Schauen wir einfach, dass wir ein gutes Setup zusammenkriegen, dem Kunden auch ein bisschen arbeiten, dass der sich ans Auto gewöhnt. Ist neu in dem Rallye 2 und ja, einfach einen guten Test für die Lausitz Rallye haben. Zuständig für die Datenanalyse. An den Daten sehe ich, was mein Fahrer hinter dem Lenkrad macht bzw. auf der Bremse. Seien für mich wichtige Informationen, weil oft kommen das, was der Fahrer dir sagt, dann das genauer analysieren und auch sagen, okay, das stimmt oder stimmt nicht. Vorrangig ist, Kilometer zu machen, viel zu fahren. Die Lausitz hier ist super, weil die Bedingungen sind optimal. Es ist die Streckenführung, es ist selektiv, es ist auch schnell. Dementsprechend ist es für uns optimal, hier auch zu fahren. So, die Jungs machen nochmal einen neuen Satz Reifen drauf. Der Unterschied ist jetzt, dass wir den Used K6 runter machen. Das ist so die, sag ich mal, zweitweichste Mischung, die Pirelli uns bieten kann. Und wir machen einen KM6 drauf. Sprich die gleiche Mischung vom Reifen, aber mit einem breiteren Abstand im Profil, dass der Reifen ein bisschen mehr den Matsch und den losen Sand wirklich rausschaufeln kann. Kennt man vielleicht vom Motocross, wenn die diese richtigen Schaufelräder haben für den Sand. Und ja, man sieht, die Außenflanke wird immer runder, immer weicher, weil einfach so viel Side-Grip da ist, wenn man durch die Kurve fährt, dass man ja, den wirklich runter radiert. Und hinten sieht man, wie er neu ausschaut. Quasi eine Kante und hier einfach viel mehr Grip hat, da passt sogar mein Finger rein. Und ja, benutzt man eigentlich am meisten am nassen Matsch. Ist aber auch wirklich gut, wenn es einfach sehr sandig ist, um den Sand einfach rauszuhauen und das wie eine Schaufel zu benutzen im Endeffekt, dass man Grip aufbaut, aus der Kurve rauskommt. Part 2, we don't need no pause. Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Got my heart open. You know what it is. Break your head in. Got my heart open. You know what it is. Break your head in. So, wir sind jetzt mal am letzten Turn von unserer Teststrecke hier. Was man hier auf jeden Fall gleich mal sieht, ist, man hat sehr viele verschiedene Bedingungen von der Strecke.
Wir reden sehr oft darüber, dass die Strecke sich verändert, dass die härter wird, dass die Ruts ziemlich stark werden und wollte euch einfach mal zeigen, was das denn bedeutet für uns, wenn wir fahren. Man sieht hier gleich mal, das ist so die Innenspur von unserem Rad. Gleich haben wir hier außen, da sieht man wirklich, dass wir hier vom Cleaning sprechen, sprich man tut den losen Schotter, der oben drauf liegt, ein bisschen runterfahren und ist dann hier auf der bisschen groberen Seite, da kommen ein paar Felsen raus und hat einfach ein bisschen mehr Grip. Jetzt hier in der Lausitz ist besonders, es ist nicht recht trocken, es ist immer ein bisschen nass. Gerade bei der Rallye dann im November ist meistens Regen angesagt, deswegen kann man den Vorteil hier nicht wirklich so groß nutzen wie am trockenen Schotter, aber immer noch spürbar. Und dann kommen wir auch gleich hier daneben hin. Das geht hier noch, aber ganz außen haben wir wirklich ganz losen Sand. Und deswegen ist für uns immer am wichtigsten, wie können wir am meisten Schwung mit durch die Kurve nehmen, aber auch am saubersten fahren, weil man nie hier in das Lose rein möchte. Wenn man ins Lose kommt, hat man keinen Grip mehr. Und außerdem haben wir eben die Gefahr von etwas größeren Steinen, die auch Plattengefahr geben. Deswegen, ja, ist ein bisschen besonders hier in der Lausitz. Wir haben auch immer irgendwo Wasser mit drin. Man muss einfach schauen, dass man, ja, wenn man als, sage ich mal, 8. Auto hinkommt, hat man schon eine ziemliche Spur drin, dass man mehr sauber fährt wie quer, dass man hier so viel wie möglich Geschwindigkeit aus der Kurve mit rausnehmen kann und einfach auch aufs Auto ein bisschen Acht gibt, weil die Spuren hier schon auf jeden Fall sehr tief werden und es auch irgendwann auf die Lager und auf die Antriebswellen geht. Motor haben wir beim Test gesehen, okay, er läuft auf 3 Zylinder. Genaueres kann ich nicht sagen, weil wir noch nicht den Motor zerlegt haben, aber grundsätzlich es ist ein metallisches Geräusch und dementsprechend wird was Gröberes kaputt sein. Was auch interessant ist, weil wir gerade vorher gesprochen haben von den Daten, wenn man hier sieht, das ist Klopfen. Und dementsprechend in dem Bereich hat der Motor angefangen, ein Geräusch zu machen. Und man sieht hier, die Ausschläge sind viel höher. Und dementsprechend kann man auch daraus lesen, okay, da haben wir ein Problem am Motor.
Boy up my side, TJ Ike, never gon' roll with I fucked up this vessel, we hustle, then what then do? All this my guys, know that they fly, know that they ride or die. Get down in the car, one time give it all, box it open, let me see you job. Get down in the car, one time give it all, box it open, let me see you job. Also straight von Test hier zur Rallye. Erster Tag ist fertig. Wir haben 2 WPs gefahren, zweimal die Arena Stage. Und ja, erste WP war ganz in Ordnung, konnten dritte Bestzeit fahren. Das Gefühl mit dem Auto war ein bisschen verhalten, deswegen haben wir ein paar Setup-Änderungen gemacht und die haben ganz gut funktioniert. Hatten dann leider in der zweiten WP einen Platten eingefahren, was schwer zu vermeiden war, weil einfach so tiefe Spuren sich aufbauen und irgendwann einfach nicht ein großer Schlag auf den Reifen kommt, sondern der Reifen von der Felge abgedrückt wird. Und genau das ist uns passiert. Sind damit dann ins Ziel gefahren, was definitiv die richtige Entscheidung war. Haben aber auf jeden Fall viel Zeit verloren. Und ja, jetzt schauen wir morgen, dass wir so weit wie möglich nach vorne kommen, ein gutes Gefühl mit dem Auto aufbauen. Es ist bestimmt noch Potenzial nach oben. Und ja, schauen einfach, dass wir einen guten, problemlosen Tag morgen haben. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trucks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. I let girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-4 way. Don't step out the line like this is a probate. You hit the line and try to locate. This for the top, got time for no day. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt leider schon im Service, nicht auf der WP. Wir haben heute Morgen dann entdeckt, dass wir einen Differentialschaden haben. Sprich, hinten ging das Differential nicht und wir haben mehr oder weniger nur mit Frontantrieb gefahren. Und ja, dadurch, dass wir auch kein Spare dabei haben, können wir nicht weiterfahren. Das ist natürlich sehr schade. Ich denke, wir hätten nur gute Chancen gehabt auf ein gutes Resultat hier. Pace dieses Jahr war nochmal besser wie letztes Jahr, das war auf jeden Fall sichtbar. Und ja, hatten einfach schon damit gestern ein bisschen zu kämpfen und heute hat sich eben so stark ausgewogen, dass wir leider aufhören müssen. Ja, ist sehr schade. Ich komme jedes Jahr eigentlich immer sehr gern zur Lausitz Rallye. Ist sehr besonders, sehr andere Stages, wie man sonst das ganze Jahr über fährt, weil es halt einfach hier auch im Tagebau ist. Und auch mit den ganzen Fans zusammen. Man kommt gerne hierher, weil die Leute einfach hier immer gut drauf sind, immer anfeuern und die Prüfungen auch sehr schwierig sind. Viele starke Fahrer am Start sind, aber genau das macht die Rallye immer so besonders. Trotzdem riesen Dank ans gesamte Team. Wir haben dieses Wochenende wirklich ein riesen Team bei uns gehabt, weil wir 2 Autos eingesetzt haben. Das erste Mal für unsere Armin Schwarz Driving Experience. Und ich glaube, die Jungs haben echt einen super Job gemacht. Service waren sehr kurze Intervalle, sprich die haben sehr kurze Zeit, viel zu machen und haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Die ganze Vorbereitung war nicht einfach, auch mit dem Motorwechsel hier bei dem Auto, deswegen wirklich riesen Dank an die ganzen Mechaniker, ans Team, an unseren LKW-Fahrer, an den Koch und natürlich an die ganzen Sponsoren und auch meinen Beifahrer, den Bernie, dass alle so gut zusammengeholfen haben. Ich denke, dieses Jahr war schwierig, wir haben viele technische Defekte gehabt, wir haben ab und zu einfach viel Pech gehabt und ich denke, alle hätten es hier verdient, dass wir mal ein gutes Resultat noch mit heimgebracht hätten am Ende vom Jahr. Aber ja, jetzt steht der Fokus aufs nächste Jahr und wir schauen, dass wir mit umso mehr Schwung mit eingehen und nächstes Jahr einfach ein fehlerfreies Jahr haben.